there's the state line. Welcome to the Deep South, rookie. We've got wetlands, the blues, and the American story, not to mention some of the best hunting you'll find anywhere on this earth. But the floods this year have been worse than ever, and our community is at its breaking point. Camp Haven, the summer camp we worked so hard to open last year, is under threat. If there's one thing I've learned living here, it's that Mississippi Acres folk are resilient. We don't need a savior, just a little extra help. And that's where you come in. Looks like the end of the road. I'm so sorry, but I've actually got to run. I've got a pile of papers I need to grade. I'll call you as soon as I've got a signal. Promise. Alles klar, danke. There, finally. I had to add actual cell service to the list of things I miss about Chicago. Sorry that I'm so short on Southern hospitality right now, but we've got a bit of a situation. Steve Ernie from our flood relief committee was out delivering supplies to elders who couldn't evacuate on time. The levee overtopped and his trunk got totally submerged. Everything scattered. He got away safe, but we don't have the funds to let anything go to waste. Can you go take a look? The water should have mostly receded by now. I'll mark the location on your hunter mate. Thank you. Und damit, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Hunter Projekt, zum nächsten The Hunter Call of the Wild Map auf dem Gamer. Living in a wetland does have its advantages. Look at the definition on those tracks. Die nächsten Projekte, nächsten Karte von The Hunter Call of the Wild. Da lief was. Ja, auf dem Kanal Mississippi. Reservat Mississippi Acres. Genau. Und ich war hier zwar eigentlich schon mal. Was haben wir nicht für ein Inventar dabei? Ah. Okay. Aber scheinbar meint das Spiel, ich war hier noch nicht. Ja, auch ganz gut, so haben wir das Intro gesehen. Cottontails are adorable, if you can spot them. Luckily for you, they're super territorial, so once you found a good spot, you'll be eating rabbit stew for days. Florida Waldkaninchen. Aha. Ja, um die Liste, um unser Büchlein kümmern wir uns gleich. Oder kümmere ich mich gleich? Was ist da gerade drin? Vogelschrot. Ah. Waschbär. Trash pandas. Honestly, I can't blame the little guys for making the most of things. They're just as adaptable as us humans, but they get crap for it. Ich habe noch nie ein gepunktetes Wildschwein gesehen. Naja. So, Leute. Genau. Diese Map hat eine Fülle neuer Monsterfallen. Tiere parat. Virginia-Wachtel. Bobwhite numbers are down across the board here. Too much monocultural farm production eating up habitats where coveys nest. I'm keeping a close eye on them. Ja. Eine Tierart, die es hier gibt, leider Gottes, Graufüchse, sind Alligatoren. Aber wir haben jetzt schon 4 neue Tierarten hier erfahren, also naja 5, also weil ich weiß, dass es Alligatoren hier gibt. Die Virginia-Wachtel, das Florida-Waldkaninchen, glaube ich, ist das, den Waschbär und den Graufuchs. Also, kann man sich nochmal hinhocken. Die Türme kennen wir nur zu gut. War ich hier? Aber ich war hier doch schon mal. Ich glaube, ich war hier irgendwie mal. Also nee, hier oben war ich mal.
Also Judy hätte mir mal die Map zeigen wollen, aber ich gesagt, nee, lieber doch nicht. Die Sonne geht gerade auf, glaube ich. Ja, nice. Bing. Ja, okay. Nicht sehr groß. Das ist, glaube ich, der Mississippi dann hier. Muss ja. Ups. Ja, Alligatorens gibt es hier, deshalb schleudere ich mal da das Zeug hier gerade rein. Ich weiß nicht, ob wir das so lassen können, das Loadout. Ne, schaut mal. Wir suchen uns erstmal ein Out. Oh, es ist ein Stein da, ja. So, hier dürften bestimmt irgendwo Alligatoren sein. Was war das gerade? You're almost there. You starting to get goosebumps, or is it just me? The Delta's a weird place. He said he got stuck somewhere over there by those cypress knees. Bingo. Those are the supplies. You got everything? Thanks. This is doing us a huge favor. Hey, are the shadows playing tricks, or is that a briefcase I'm seeing on my feed? Let me make a quick call. Ich hau mal ab. Hey, Mrs. Tackett. My new counselor's out where Steve dropped the flood supplies, and there's a briefcase hanging from a tree branch. You know if that's... Oh, Uh-huh. Yep. Yep. Yes, ma'am. Give me just a sec. She wants to talk to you. ja bitte. Well, Miss Davis has got you out on a fine excursion this time of night. Betty Tackett here, chairwoman of the Mississippi Delta Big Game Club. Toll. I hate to ask, Sugar, but can you grab the briefcase? Steve's a little ornery, and he'll pitch a fit if he don't get his papers back. You'll have to... Well, nothing to it. Wow. Hear that, Mrs. Tackett? You are phenomenal. What happened to that rookie kid I got my hunting license with who couldn't hit a broadside shot on a stationary target? Warte, weil wir kennen uns? Loud and clear. I'm gonna extend you an invite if you keep that up. I'm down for the count since I broke my neck, but Steve will get you an application. Hell, Gott, wir sind nachts hier angekommen. Let's take that later, why don't we? We gotta let you go, Mrs. Tackett. all the best now. Don't be a stranger, y'all. Betty's lovely, but she's as southern as all get out, as they say in these parts, with everything that entails. Ich habe nicht drauf geguckt, Any was für markings on ein... that briefcase? Not that I don't believe it's Steve's, it's just... I don't see anything suspicious. Let's get those supplies to the people who need them. Ich habe es nicht geguckt, was für eine Waffenklasse die Alligatoren There's an brauchen. outpost not far from here. Can you swing by and drop the briefcase and supplies off there? Maybe get your breath back Das too. denn? Das ist wie Tropfsteinchen. Ach, ich soll zum anderen. Kein Problem. Oh. Braucht mein Hund. Stufe You ever 6. stop and think that alligators are 65 million years old? That's kind of, lit, right? As my students say. You tracking gators, rookie? Want some advice?
Hey, I don't want no silent treatment. You've read Camp Haven's handbook, right? Rule number 1. Our differences are our strengths. There's no shame in trying something new. I'll give you a few pointers. You show me what you can do. It's win-win. First, find where they gather. Following the waterway's a good bet. Just make sure you're packing appropriately. Their skulls are thicker than a Mississippi senator's. Hilfe. Check the Codex Field Guide if you need help. Das ist das erste Mal, dass das Spiel einem sagt, yo, guck im Kodex nach. Ich bin mal gespannt, ob diese Map wenigstens wieder Nebenmissionen hat. Er hat einfach die... Warum liegen hier Möbel? Guck. Hallo? Ah, jetzt ist. Oh, warte mal. Imani Davis. Imani Davis. Das mache ich noch voll genug. Warte mal, da hinten war doch eins, ne? Haha. Da vorne ist was, oder? Was ist das? Das ist mit so einer Pumpe. Naja. Warte mal. Wie mache ich das nochmal? Ah, ja, so. Also ich würde fast sagen, ich kann wahrscheinlich mit meinem Loadout so bleiben. Warte mal. Schabu! Muss man den Stift in die Seite klemmen. Also mal auf mich zu nerven jetzt hier. So, warte mal, was haben wir hier? Florida, Waldkaninchen. Ich habe das fast nicht gesehen, ne? Waffenklasse 1, das ist ja mal ein Logo. Oh, irgendwie die Augen so. Süß. Silber 1,05, Gold 1,58, hier 1,97. Uso. Ich schalte einfach mal die Waffe als Waffenvorschlag auf. 1897. Tipps. Die sind ja relativ einfach, ne? Bam. Erst hier haben wir hier schon abgehakt. Ich habe echt gedacht, so, was ist das für ein Knochen? Kommt hier gleich irgendwie was auf mich zu? Was war die Pumpe? Was war die fucking Pumpe, Alter? Ja, ich muss danach auf Espis nochmal dann nachgucken, was die ganzen Tiere hier für seltene Farben haben. Nicht, dass ich da irgendwie was Seltenes schieße und es nicht merke und dann, ne? Dieses komisch. Ich glaube, das sind Gänse oder Enten. Ich kann nichts erkennen. Ich werde jetzt gleich wieder auf Tag schalten. Da habe ich keinen Bock. Und kein Bedürfnis, ehrlich gesagt.
Okay. Hat mich überredet. Lauf. Einfach laufen. Haut der ab? Das klingt danach. Gott sei Dank. Ja, ist ja gut, lass mich. Boah, Junge. Alter, Leute. Also da hat man schon Bammel, muss ich sagen. Weil Stay out of the water. Alligatoren, Schlangen. Warte mal, hier gibt's Schlangen. Oh. Hilfe. Gibt's Schlangen? Piep. Ein hohes Piepen. Gottes Willen, das ist so ein alter Bungalow. Bungalow. Voll scheinbar war er. Down, down, down. You could just leave the stuff on the table there. I'll let Steve know. Nice Thanks. Bett. Wir schalten erstmal auf 6 Uhr morgens. Gut. Licht aus. Das normale Zeug ran. Oh, Betty again? Can you pull her up on speakerphone? Hey, Sugar, can I trouble you for a favor? The boys are having a meeting tonight to discuss our flood relief efforts, and it gets real chilly in the evenings this time of year. Well, Das ist ein Sauhaufen get a hier. fire going, but right now, there Ist eine ain't Heizung? a single log of dry firewood anywhere in the state. And you know we've got elderly members. I Yeah. believe you'll find a space heater in that outpost where you left the supplies. Could you be a dear and drop it off at our lodge? Okay, warum hängen hier so viele kaputte Bilderrahmen? They say nothing is impossible, but I do nothing every day. Geil. Oh, Well, I'd hate to think of someone catching hypothermia. By the way, the Big Game Club has been working together with the African American Hunting Club I'm a member of on flood relief efforts. African American. We've Oh, warte got some mal. history. Not gonna lie, they weren't super enthusiastic about some transplant from Chicago buying up land and opening a summer camp here. Even Betty, and even though I've been coming here since I was little, I get these kids. But we've both got our priorities straight. The future of the community is what matters. Ist das da oben ein Rauchmelder? Speaking of, we haven't had enough hands on deck to tend to everyone's needs up until now. So there are a couple of errands around the reserve that still need doing. I'll let you know if you're near somewhere you can Und help out. diese Gardinen wieder, ne? Let's head over to the Big Game Club's lodge. Make sure they get the heater before their meeting later on. Ich habe es auch, glaube ich, schon öfters mal erzählt. Man selbst ist ja, wenn man die Story der Wohonga-Savanne spielt, dann nennt der alte Wildhüter dort ein Grandchild. Man ist also das Enkelkind eines afrikanischen Wildhüters und sie hat jetzt gerade, wie heißt die? Die gute die Imani, hat jetzt erwähnt,
dass irgendwas mit hier afrikanisch-amerikanische Jagdgesellschaft. Und ich sehe da so Parallelen. Ich glaube, bei der letzten Map, da hat auch der Typ von der letzten Map, der hat auch dann die Conny von der vorletzten Map erwähnt und alles. Gut, dann gucken wir mal, was es hier denn so an Tieren gibt. Am besten müssten Tiere. Weiß, ne? Okay. So, Moment, ich schreibe mir die Namen gerade mal auf. Mississippi Alligator. Gut. Entschuldigung. Wasch. Ähm, Virginia Wachtel. Oh Gott, es gibt ja einiges Neues. Ja. Östliche Wildtruthahn. Da gibt es echt 3 Truthahnarten. Lockmittel. Ja, Meriam, Rio Grande. Ja, das sind die 3. Okay. Graufuchs. Das Florida-Kaninchen haben wir schon. Nordamerikanische Krickente. Gut. Moment, wo ist der Bändle? Da. Gut. Dann rüste ich mich jetzt mal kurz um. Okay. Scheint so, als müsste ich nichts umändern. Ich kann es einfach so lassen. So, gerade mal gucken. Munition. Das ist 4 bis 8. Das ist 3 bis 7. Okay, dann können wir eigentlich. Warte mal. Ich ändere den Namen. Umbenennen. Mississippi. Gut. Nehmen wir den Hund mit? Ja. Brutus. Perfekt. So, wo sollen wir es hinbringen? Da. Gut. Also gut. Hier haben wir Kaliber 16. Brauchen wir wohl. Wir lassen es mal da drin noch. Ja. Der Tag sieht das hier doch viel schöner aus. Mhm. Da muss man hier, aber muss hier, glaube ich, echt aufpassen. Wegen den Alligatoren. Die sind ja eigentlich das einzig Gefährliche hier, ne? Gut, vielleicht die Bären noch. Weiß nicht. Oh. Alligator Stufe 6. Okay. Probier's einfach mal, warte mal. Ja, hat gut. War ein guter Treffer, glaube ich. Jetzt muss ich nur noch irgendwie einen Weg hier rüber finden. Warte mal, ich muss gerade was gucken. Nochmal. Okay. Stufe 2 haben wir mit abgedeckt. Ist gut.
Ah, da drüben ist ein Steg, den kann man nehmen. Sehr gut. Ja, dann setzen wir hier nochmal den Vogelschot rein. Die Schrotflinte ist übrigens die, die man bei der Rancho del Arroyo bekommt. So, um es mal anzumerken. Ja, Sperrenstufe 2. Füchse haben auch Stufe 2, das weiß ich. Ah. Die Alligatoren einen vom Wasser aus hier oben auch anbeißen können, also beißen können. Gott, der Schnabel. Ist ja die ganze Schwimmen in. Okay. Jonesville. Aber die muss. Wo ist der Hund? Da. Hey, was ist denn hier los? Was sind das hier? So Tropfsteine sieht das aus. Hat nichts gefunden. Da drüben. See the depression on the ground? Looks like they've been basking around here. Try sneaking up on them when they're idle. We didn't hunt gators much but for self-defense when I spent my summers here. My daddy taught me not to aim between the eyes. That'll just have it pitching a fit. Try to land a shot between the eye and the ear instead. That destroys the brain, kills it quickly. Kommt man denn nicht ran? Fuck. Hä, was mache ich da jetzt? So, einfach schnell aufschreiben. Silber 226, Gold 378, hier 492, über 6. Okay, it's maybe time I stop calling you rookie now. With a clean harvest like that, you've earned it. Alligators were endangered here in Mississippi in the late 60s. Kann ich gar nicht verstehen. So wildlife officials packed horse trailers with 3,500 juveniles from Louisiana. They drove them to the Mississippi State Fair and handed them out in bags.
Can you imagine going to the fair to ride the carousel and shoot tin cans and taking home a baby gator? Sure makes for more of a prize than a goldfish in a bag. Thanks to those efforts, the state population's approaching 40,000 these days. There's some commercial farming, but mostly they're just hunted for sport. Oder? Ich schreibe jetzt einfach mal den Hatzig Kaliber 50 auf. Und sie hat ja gesagt, gut gepanzert zwischen Auge und Ohrzielen. Auch immer bei denen das Ohr sein soll. Oh, fuck. Gut. Aha. Durchlesen wir noch bald. So. Habe ich jetzt da drin? Vogelschritt, ja. Gut, Leute. Dann war es das mit der ersten Folge vom Mississippi. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein. Lasst euch nicht vom Alligator fressen. Ciao.